Hallo zusammen, willkommen zurück. Heute geht es um das implizite Warten von Selenium und das ist ein Feature, was euch dieses ganze Ding hier so ein bisschen erspart. Wenn ihr zum Beispiel einfach generell wisst, ihr habt Lazy Loading drin und eine gewisse Delay-Zeit ist kein Problem, dann könnt ihr das auch hier mitmachen. Das heißt, wir löschen uns den Teil hier mal raus und wir sagen dem Driver einfach, implicitly wait und wie viele Sekunden wir dann warten wollen. Wir sagen hier auch wieder 5 Sekunden, kein Problem, kannst du machen. Und dann laden wir erst die Website, das heißt wir sagen get, achso, das habe ich hier oben stehen. Wir laden die Website und sagen für jedes Element, das wir finden wollen, das heißt zum Beispiel myElement ist gleich driver.findElement by ID. Nein, halt by Name war das. By Name. Und hier nehmen wir jetzt einfach wieder Q, weil dieses Element gibt es ja offensichtlich nicht. Und wir laden das Ganze jetzt. So, und wir warten immer noch. Ihr seht, wir haben noch keinen Fehler. Wir warten immer noch auf das Element. Es könnte ja sein, es wird noch nachgeladen, aber nach 5 Sekunden geben wir es auf und sagen, halt, stopp, das Element, das konnte nicht gefunden werden. Auch wenn wir jetzt diese 5 Sekunden warten. Das heißt, standardmäßig ist hier kein Implicit Wait erlaubt. Standardmäßig muss, wenn die Website geladen hat, alles da sein. Aber wenn ihr wisst, ihr habt einige Elemente, die erst dynamisch geladen werden, also wirklich mit Verzögerung, dann könnt ihr hier eingeben, wie viel Verzögerung für euch in Ordnung ist, bevor der Test sozusagen fehlschlägt. Okay, ja, das war ein sehr kurzes Video, deswegen würde ich jetzt gerade noch ganz kurz darauf eingehen, was man mit expliziten Warten und Sekunde, ich gehe mal gerade kurz hier wieder zurück. Genau. Und man hat hier ja natürlich relativ komplizierte Conditions, sage ich jetzt mal, was hier jetzt irgendwie so passiert. Das können wir ändern. Wir können auch eigene Conditions schreiben. Und das ist ziemlich cool, denn dadurch wird das erst richtig mächtig. Die würde ich euch gerade jetzt noch hinterher sozusagen zeigen. Und ja, das machen wir mit, was machen wir das denn? Gutes Beispiel brauche ich. Zum Beispiel ein Locator, der uns, also hier eine Wartebedingung, die uns sagt, ob ein Element mit einer bestimmten CSS-Klasse verfügbar ist. Das ist so ein typisches Beispiel, glaube ich. Has CSS Class können wir machen. Und das erbt von nichts im Endeffekt, also von Object. Und ja, das sieht folgendermaßen aus. Wir brauchen 2 Methoden in so einer Waiting Condition. Einmal nämlich, def. Einmal die Init-Funktion, also den Konstruktor sozusagen. Der braucht immer einen Locator, weil wir sonst nicht wissen, welches Element das eigentlich ist. Und dann in unserem Fall noch die CSS-Klasse, die wir hier suchen wollen. Das setzen wir dann einfach nur self.locator ist gleich Locator und self.css ist gleich CSS. So. Die zweite Funktion ist ein bisschen spannender, da kommt nämlich die eigentliche Logik rein und die muss _call heißen. Für die vielleicht, das wollte ich da eigentlich nicht haben, für die nicht wissen, wie jetzt Python Call-Funktionen funktionieren. Mit Call habt ihr die Möglichkeit, wenn ihr jetzt sagt, a ist gleich has CSS Class, also quasi ihr erstellt eine Instanz von dieser Klasse, dann könnt ihr jetzt direkt hingehen und sagen, ich rufe a wie eine Funktion auf. Das könnt ihr tatsächlich so machen, wenn ihr die _call Funktion habt. Und das ist auch nötig, damit ihr das hier verwenden könnt. Okay, aber Achtung, wir brauchen hier noch ein paar Variablen drin, nämlich den Driver, um genau zu sein. Eigentlich brauchen wir nur eine Variable. Und ja, jetzt machen wir hier Folgendes. Wir definieren uns unser wir nennen es Element, wenn wir das hier schon haben. Element ist gleich driver.findElement, find _element. Das wird mir jetzt leider nicht vorgeschlagen, weil man nicht weiß, was Driver ist. Und jetzt gibt es diese Locators hier. Das sind diese Dinger. Die kann man hier auch in der FindElement-Funktion einfach verwenden. In unserem Fall müssen wir die nur auspacken über self.locator. Alles kein Problem. Und damit würde das Element gefunden werden, wenn es schon erschienen ist. Das heißt, wenn dieses Element schon erscheint, also existiert,
nachdem wir hier suchen, dann haben wir die Möglichkeit, auch das Element zu speichern. Ansonsten geht das Ganze schief und wir haben sozusagen ein Problem. Was wir jetzt hier allerdings machen können damit, ist, wir können sagen, if, wenn self.css in den Attributen von unserem Element drin ist, .getAttribute, und zwar in der Klasse, also ihr wisst ja hoffentlich, wie in HTML Klassen aufgebaut sind. Wenn wir das Attribut Klasse haben, dann machen wir Folgendes, dann geben wir das Element zurück, return element, und ansonsten return false. Und was dann intern passiert ist über diesen WebDriver Wait hier, ist, solange hier false rauskommt, warten wir. Wenn wir das Timeout überschritten haben, dann werfen wir einen Fehler, und wenn wir hier ein Element zurückkriegen, also nicht false, dann wird das einfach direkt hier zurückgegeben und wir kriegen das als Element hier wieder rein. Und jetzt können wir das ganze Ding nämlich hier einfach so benutzen. Wir können jetzt nämlich hier einfach schreiben, wir brauchen Expected Condition, brauchen wir auch nicht. Wir können hier einfach hingehen und diese hasCSS Class hier reinstecken. Und das ist ziemlich cool, weil wir erstellen uns damit sozusagen eine eigene Instanz. Die wird dann intern in dieser Until-Methode hier ausgeführt. Wir brauchen jetzt hier natürlich noch die Klasse von diesem Suchfeld, und die weiß ich leider nicht auswendig. Deswegen werden wir jetzt einen Fehler kriegen. Ich werde es jetzt einfach mal IFD nennen, weil das gerade irgendwie, weil meine Finger da gerade lagen. So, und jetzt kriegen wir natürlich hier nach 5 Sekunden einen Fehler. 5 Sekunden sind lang. So, wir kriegen hier den Fehler, wurde nicht gefunden. Okay, gucken wir nochmal ganz kurz rein und geben mir hier mal 50 Sekunden, damit ich was nachgucken kann, nämlich wie diese Klasse tatsächlich ist. So, die Klasse ist GSFI. War ich doch gar nicht so verkehrt. Alles klar. Und ja, jetzt überprüfen wir das Ganze einfach. Wir finden offensichtlich direkt das Element und alles hat wunderbar funktioniert. Wir haben ja nicht auf Enter oder sowas gedrückt, aber wir haben das Element gefunden mit zum Beispiel der CSS-Klasse. Ginge natürlich auch über das, was ich davor gemacht habe, aber nur damit ihr eben wisst, dass ihr auch hier eure eigenen Wartebedingungen schreiben könnt, wenn ihr das braucht. Okay, das war es eigentlich auch schon wieder. Jetzt habe ich euch 2 Sachen gezeigt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.